Herzlich willkommen zu einer neuen Dev Diary. Heute mit der lieben Stella. Grüß dich, Stella. Hi, Toni. Und wir haben uns gedacht, wir wollen euch nochmal heute mehr zur Linie 142 und dem neuen Depot zeigen, weil das einfach bei den Screenshots auf Social Media so gut bei euch ankam. Und von daher würde ich sagen, ja, Stella, was genau sehen wir jetzt hier vor uns? Was wollen wir den Leuten heute zeigen? Also das hier ist die Routenplanung der 142. Mhm. Hier sieht man ganz gut, wie lang die fährt. Also die alten Routen sind jetzt nicht mit angezeigt, deswegen ein bisschen Orientierung nicht so da. Die grünen Sachen sind also die grünen und gelben Sachen sind die Gebäude, die wir selber bauen. Der Rest wird mit generierten gebaut. Okay. Der untere Teil hier, der ist schon fast fertig. Also ab dem Ostbahnhof ist das hier, glaube ich. Bis zur alten 200 müsste das sein oder 100. Hier, also ein Teil davon existiert schon. Der gesamte Teil hier bis zum Robert-Koch-Platz wird gebaut. Dann hier hoch Richtung Bahnhof existiert auch schon das meiste. Bis hier. Und hier läuft die 123 lang. Und der ganze Teil hier oben wurde zusätzlich gebaut. Hier oben führt dann noch die Strecke zum Müller-Depot hoch, die aber nicht gleichzeitig mit der 142 rauskommen wird. Okay, und das ist das neue Depot, was wir auch schon gesehen haben, wo wir auch schon Screenshots gepostet hatten. Genau, und von hier aus wird dann noch geplant, bis zur TXL, also zum Tegel, die Verbindung zu bauen. Okay. Ich würde jetzt einmal kurz zeigen, wie das hier aussieht, so Work in Progress. Ja. Und zwar, also wir orientieren uns ja normalerweise an Google Maps. Wir sind jetzt hier an der Straße oberhalb vom Alex. Also hier runter geht es zum Alex, hier ist der Fernsehturm. Und ab hier ist quasi noch zu gewesen. Hier durften die Leute nicht reinfahren. Ja. Und das ist jetzt hier die Torstraße. Das ist quasi ein Anfang der 142, also Dekorieranfang. Ich bin jetzt hier schon relativ weit. Ist relativ aufwendig hier. Wir versuchen halt das so nah wie möglich irgendwie an der Realität anzupassen. Jetzt hier zum Beispiel mal Beispiel von Google Maps. An der Ecke sind wir jetzt gerade. Ja, das wäre jetzt die Ecke hier. Sieht natürlich sehr stark aus. Und dann, klar, ich bin jetzt hier noch nicht komplett fertig. Und jetzt geht es quasi hier weiter hoch. Bis zur Verbindung an die alte Strecke. Also ich arbeite mich normalerweise einfach so straßenweise hoch. Ja. So einen Teil nach dem anderen und schaue mir das meistens mehrere Quellen an, dass das so genau wie möglich wird. Okay, und den Bereich hast du jetzt komplett selbst genau, also gebaut? Ich war am Anfang nicht alleine an der 142, aber mittlerweile sind andere Prioritäten da. Ja. Aber normalerweise arbeiten wir so zu zweit oder zu dritt an einer Strecke. Okay. Martin war, glaube ich, auch Martin war dabei, genau. Der wurde mir dann geklaut. Geklaut. Ja, das ist natürlich doof, aber nee, es sah schon sieht sehr, sehr gut aus, vor allem mit dem zum Beispiel Vergleich jetzt auch auf Google Maps. Ich denke, Leute, das habt ihr gesehen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf mehr freuen. Und ja, Stella, was denkst du, wie lange dauert es noch, bis die Leute dann die neue Linie auch wirklich haben, oder kann man dazu da jetzt schon grob was sagen? Also wir planen, die zur Gamescom rauszubringen. Okay, und die ist ja Ende August? Die ist Mitte bis Ende August irgendwann in dem Drehjahr. Ende August, vorletzte Augustwoche, glaube ich. Okay. Ja gut, Stella, dann vielen Dank auch für deine Zeit. Ich denke, das war wirklich mal ein cooler Einblick auch nochmal, dass wir da jetzt auch nochmal mehr zu zeigen konnten. Du darüber auch nochmal ein bisschen erzählen konntest, wie das Ganze funktioniert, was du gebaut hast etc. Von daher danke dafür. Kein Ding. Und Leute, sind wir auch wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß, euch wird es gefallen haben. Schreibt es gerne in die Kommentare und freut euch drauf. Ihr habt es gehört, Mitte, Ende August ist geplant, dass da die Linie 142 rauskommt, passend zur Gamescom. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Perfekt.